Ja, bitte. Die Kupplungsflüssigkeit bei der R1200 GS, was ist damit? Die soll getauscht werden. Ja, aber BMW sagt ja eigentlich, dass die nicht getauscht werden soll. Ach so, haben Sie das geändert bei BMW? Nein, das ist ja auch keine Bremsflüssigkeit mehr. Das ist ja mittlerweile ein Hydrauliköl. Ja, aber es wäre schon gut, wenn Sie das machen könnten. Das ist das Syspin V10. So eine blaue Flüssigkeit. Ja, genau. Sollen wir trotzdem machen? Ja, das wäre gut. Okay, wir schauen mal. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Ja, ich höre von Ihnen. Tschüss. Kupplungsflüssigkeit tauschen. Ist doch gar nicht vorgesehen. Und das soll doch ewig halten. Das schauen wir mal. Kriegen wir hin. Gerade habe ich einen Anruf bekommen. Da ging es um die Kupplungsflüssigkeit bei der hydraulischen Kupplung an der R1200 GS. Die soll auf jeden Fall gemacht werden, obwohl eigentlich das so nicht vorgesehen ist. Es sei denn im Reparaturfall, wenn der Kupplungsnehmerzylinder kaputt ist. Ja, das werden wir heute mal machen. Damit herzlich willkommen zu diesem Video und wir starten. Ja, die hydraulische Kupplung bei der R1200 GS bzw. R1200. Bei den älteren Modellen früher war die Betätigung, die hydraulische Betätigung der Kupplung gesteuert über eine Bremsflüssigkeit, DOT 4. Und davon ist man weggegangen und hat in dieses System Hydraulikflüssigkeit gefüllt. Genauer gesagt, das Hyspin V10, zeige ich euch hier mal, von BMW ist das. Das ist ein Hydrauliköl. Das ist also auch viel, kann man das sehen, viel dünnflüssiger als Bremsflüssigkeit. In der Wartung wird vorgesehen, dass das Kupplungssystem Sicht geprüft wird, aber eigentlich diese Hydraulikflüssigkeit nicht getauscht wird, es sei denn im Reparaturfall. Also beispielsweise Kupplungsnehmerzylinder ist hin oder, dann brauchen wir das natürlich, dann muss man sie auch erneuern. Damit stelle ich mich aber nicht zufrieden. Ich will heute den Kupplungsnehmerzylinder ausbauen, zerlegen, das Ausrücklager mal anschauen, die Flüssigkeit komplett ablassen und das Ganze ganz einfach wieder neu befüllen. Und ob das so einfach ist, das sehen wir jetzt. So, vorweg aber, was brauchen wir dazu? Wir brauchen einmal unseren Öffner für den Ausgleichsbehälter. Wir brauchen eine kleine Spritze, so eine ganz normale Einwegspritze. Wir brauchen ein Stück Schlauch und wir brauchen eine Spritze, so eine etwas größere Spritze. Auf diese Spritze sollte dann nach Möglichkeit auch dieser Schlauch hier passen, genauso wie er auf den Nippel passen soll. Ich muss mir gerade mal einen Lappen holen. Ansonsten brauchen wir einen 8er Schlüssel, einen 13er Schlüssel, eventuell Dichtungen für den Kupplungsleitungsanschluss unten am Kupplungsnehmerzylinder. Das schauen wir uns dann aber an. Ja, und im ersten Step entleeren wir mal die Anlage, beziehungsweise ich erkläre euch mal kurz, wenn man das ohne Entleeren und ohne Zerlegen macht, dann geht man einfach hin, zieht auf diese Spritze diese Hydraulikflüssigkeit, steckt den Schlauch da drauf, steckt das hinten auf den Kupplungsnehmerzylinder, entleert vorher den Behälter oben am Lenker und pumpt im Prinzip über die Spritze die neue Hydraulikflüssigkeit über den Schlauch in die Leitung hinein bis oben hin an den Behälter und stellt somit dann dort den Flüssigkeitsstand korrekt ein. Das ist die einfache Vorgehensweise, wenn man diesen Bereich an Flüssigkeit, also in der Leitung und im Ausgleichsbehälter, tauschen will.
Für mich persönlich ist es so, dass ich dann sage, das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn man das nur zur Hälfte macht, ja, also nur die Leitung und den Ausgleichsbehälter. Wenn, dann müsste man das komplette System ja erneuern. Und das passiert aber nicht, wenn wir die Leitung nur am Entlüfternippel öffnen und dort etwas Neues hineinpumpen, weil der Kupplungsnehmerzylinder ja befüllt ist mit alter Hydraulikflüssigkeit. Die kriegen wir so nicht raus, weil diese Flüssigkeit nimmt natürlich den leichtesten Weg und der geht über die Leitung hoch an die offene Stelle in den Ausgleichsbehälter. Es wird also nichts in den Kupplungsnehmerzylinder gepumpt. Es sei denn, er ist leer. So, und ich baue jetzt mal die Kamera um und dann gucken wir uns das am Kupplungsnehmerzylinder mal an. Für die Arbeit ist es von Vorteil, wenn wir das Federbein ausbauen, weil man dann einfach ein bisschen besser hier hinten hinkommt. Man kann zwar eine einfache Befüllung auch machen, wenn man Federbein drin hat, aber es ist einfach angenehmer zu arbeiten. Dann haben wir hier eine Kunststoffkappe, eine Gummikappe drauf, die den Anschluss so ein bisschen schützt. Und hier haben wir einen Entlüfternippel bzw. einen Befüllnippel, der ähnlich ist wie einer an der Bremse. Und hier geht dieser Ringfitting weg auf die Leitung und die Leitung geht nach oben zum Ausgleichsbehälter. Der eigentliche Kupplungsnehmerzylinder ist hier hinten mit 2 Schrauben befestigt. Dazwischen ist keine Dichtung mehr. Den kann man einfach so nach hinten wegziehen. Man muss aber allerdings aufpassen, der steckt nicht ganz so tief drin im Getriebe wie bei den alten Modellen. Ist ein bisschen kürzer, aber trotzdem sollte man ihn gerade abziehen, weil eben da auch die Kupplungsdruckstange drin steckt. So, was ich jetzt als erstes mal mache, ich habe den Deckel oben am Lenker geöffnet und werde jetzt erstmal die alte Kupplungsflüssigkeit, also das alte Hydraulikflüssigkeit, die werde ich erstmal ablassen. So, und die können wir hier einfach rauslaufen lassen. Und das dauert zwar einen Moment, aber ja, wir können es auch absaugen, ist egal, aber wir machen jetzt erstmal das eine so ein bisschen leer. So, wir haben jetzt soweit das abgelassen, da ist ja nicht so sehr viel drin. Die Entlüfterschraube und das Loch in dem Kupplungsnehmerzylinder, das sehen wir später, wenn wir den auseinanderbauen, ist ganz oben im Kupplungsnehmerzylinder eingebracht. Das heißt, eventuelle Luft, die im Kupplungsnehmerzylinder ist, kann über diese Leitung oder über den Schlauch eben halt entweichen. Da wir später hier aber etwas hineinpumpen, entweicht die Luft dann eben hier über die Leitung oben im Ausgleichsbehälter. Das heißt, jetzt ist zwar alles raus, soweit aus dem System, aber im Kupplungsnehmerzylinder steht jetzt natürlich noch Kupplungsflüssigkeit, also Hydraulikflüssigkeit. So, und wir werden jetzt mal hier, bevor wir den Kupplungsnehmerzylinder lösen, diese Schraube öffnen. Das ist eine 13er Schraube, also eine 13er Schlüsselweite. Das ist eigentlich nichts anderes wie eine Hohlschraube bei einer Bremse. Die können wir hier abmachen. Und dann schauen wir mal. Hier sind die beiden Dichtungen. Ja, ganz normal Hohlschraube, wie man das so kennt. Bei den Bremsen auch mit diesen Kupferdichtungen. Das legen wir zur Seite. Das können wir später im Ultraschallbad sauber machen. So, und wir sehen, hier läuft jetzt also nichts mehr raus. Das ist soweit leer. Und hier haben wir also jetzt unsere Öffnung zum Kupplungsnehmerzylinder und zwar nur eine Leitung. Das heißt, die Zuleitung, es gibt keine Entlüftungsleitung, es gibt auch keinen Entlüfternippel in irgendeiner Form. Das wird alles über diese eine Leitung gemacht. So, schauen wir den mal hier raus. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass ihr beachtet, dass für diese Kupplungen keine Bremsflüssigkeit verwendet wird. Ganz, ganz wichtig. So, dann kann man hier ein bisschen gegendrücken, weil es ja federgelagert ist, das Ganze. Holen uns die beiden Schrauben raus und dann können wir den Kupplungsnehmerzylinder nach hinten wegziehen und sehen dann hier unten die Kupplungsdruckstange. Ja? So. Die drückt vorne auf die Tellerfeder. Und dann sehen wir hier den
das mal. So, Kupplungsnehmerzylinder, einen Sicherungsring und hier mit dem kleinen Ausrücklager, in dem das Ende von der Druckstange steckt. So, das ist hier, wir sehen hier schon so ein bisschen bräunlich, müssen wir uns mal angucken, was da noch so alles rauskommt. Da gehen wir jetzt mal auf die Werkbank mit. Wir haben hier den Sicherungsring drin, so ein Sprengring, der hier so 2 Nasen hat, der auch dafür sorgt, dass diese 2 Nasen sorgen auch dafür, dass das Drucklager hier, der Einsatz nicht rausrutschen kann. Was wir jetzt machen ist, wir suchen uns einen geeigneten Schraubenzieher, der hier reinpasst, der bis zum Boden dieses Lagers geht. Und dann können wir den vorsichtig nach unten drücken. Das ist ganz wichtig. Und dann nehmen wir uns hier so eine Zange und öffnen den Ring. So, dann nehmen wir den weg. Oh Mann. So. Und dann können wir ganz langsam den Kolben hier hochkommen lassen. So. Und so haben wir den dann im Prinzip offen. So. Das Öl habe ich jetzt schon rausgelassen und man sieht hier Dreck am Boden. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Vermischt sich dann, es ist nicht ganz so viel. Aber wir gucken uns später auch mal den Farbunterschied an zwischen der alten Flüssigkeit und der neuen Flüssigkeit. So. Und dann haben wir hier unseren Kolben, den können wir außen angucken, ob es da irgendwelchen Verschleiß gibt. Gibt es nicht. Auch hier im oberen Bereich ist kein Verschleiß. Und hier haben wir das Dichtungsgummi. Und da ist es vermutlich so, dass dieser Dichtungsring nicht unbedingt bremsflüssigkeitsresistent ist. Deswegen also keine Bremsflüssigkeit da hineinpacken. So, zu dem kleinen Ausrücklager kommen wir gleich. Und dann haben wir hier unseren Zylinder. Der hat hier im unteren Bereich eben diese Bohrung drin. Und die kommt genau, vielleicht kann man das da innen drin sehen, kommt genau da oben raus, an der obersten Stelle. Genau, und hier unten gibt es noch so einen kleinen Rand, wo sich die Feder abstützt, die hier drin sitzt, die das Ganze dann auf Spannung hält. Da können wir auch reingucken, ob es hier irgendwelchen Verschleiß an den Wänden gibt. Aber das sieht soweit alles sehr, sehr gut aus. So, kommen wir zu diesem kleinen Ausrücklager. Ich mache das jetzt hier mal äußerlich nur sauber, weil das ja alles hier voll mit Öl ist. So, das andere Zeug können wir dann noch reinigen. Und jetzt hole ich mir mal meine Fettpresse und dann schauen wir mal, was da rauskommt, wenn wir da frisches Fett reinpumpen. So, ich habe dazu hier diese HZ Fettspritze 2162M. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und mache mir hier oben einfach so einen kleinen O-Ring drauf oder eine Dichtscheibe. Das dient einfach dazu, die Pumpe zu dem inneren Lagerring eben halt abzudichten, dass wir auf jeden Fall Fett ins Lager bekommen und das außerhalb rausquillt. So, und ich hoffe, das kann man sehen. Ich presse das jetzt hier zusammen. Dann schauen wir schon mal gleich, was da rauskommt. So. Ja, sehen wir also hier ein ganz schöner Brabbel, der da drin ist, der hier auch hängt. Ja, holen wir mal ein Tuch. Das ist der Schmierkram, der da drin war und auch noch drin ist. So. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis hier tatsächlich nur noch sauberes Fett rauskommt. So. Und jetzt haben wir nur noch blaues Fett da rein gemacht. Ja, und der Dreck ist damit rausgequollen.
Wir machen natürlich vorher nochmal das, dass wir das Lager hier drehen und schauen, wie leicht lässt sich das eigentlich drehen, dieses Lager. Gibt es da schon irgendwelche, ja, sagen wir mal, Abnutzungserscheinungen oder dass sich irgendwas rau anfühlt, dann ist das Lager dahin. Und dann sollte das ganze Teil erneuert werden. So, okay, also das kleine Kupplungslager haben wir gemacht, das lassen wir so. Und dann bauen wir das ganze Ding wieder zusammen. So, bevor wir den Kupplungsnehmerzylinder wieder zusammenbauen, streichen wir uns das hier ein mit neuer Hydraulikflüssigkeit. Die Einbaulage der Feder ist egal, die ist gleich. Und dann setzen wir das hier so zusammen. So, jetzt ist die Schwierigkeit, dass das Ganze natürlich unter Federspannung steht und wir das ohne zu verkanten hier wieder hineinbekommen müssen. Und der Dichtring eben über diese Kante hinweg, die ist zwar hier innen drin, man sieht es da innen drin, ist die abgeschrägt, dass der Dichtring nicht hängen bleibt. Trotzdem ist es wichtig, dass das Ganze eben geschmiert ist. Dann nehme ich hier meinen Schraubendreher, stütze den Kupplungsnehmerzylinder auf den Tisch ab, führe den hier ein, nach unten und halte mir das so. Und dann nehme ich meine Scheibe. So. Und auch hier ist es so, man kann das mit der Zange machen. Und das machen wir auch, wenn wir es hinkriegen. Das ist ein bisschen Fummelei alleine. So. Wir schauen, dass der exakt sitzt. Der muss sich also drehen können, ohne dass der irgendwie schief ist. Und dann lassen wir den Kolben langsam hochkommen. So, ne? Das passt. Das sitzt. Wunderbar. So, jetzt ist der Kolben innen leer und sauber. Und jetzt können wir eigentlich schon wieder ans Fahrzeug gehen. Wir machen aber hier noch mal ein bisschen Fett dran. Da kann auch ruhig ein bisschen Fett außerhalb bleiben. Das ist nicht schlimm. So. Die Spritze hat halt den Vorteil, dass die relativ dünne Linien vorne zieht. Wir können also sehr genau dosieren, wie viel Fett wir brauchen letztendlich. So, dann ist der eigentlich schon wieder so weit zusammen und wir gehen ans Fahrzeug und bauen den wieder ein. Wenn der also richtig sitzt, dann können wir die beiden Schrauben mit 8 Newtonmeter befestigen. Das war's schon. So, dann haben wir unser Leitungsende hier, das habe ich auch sauber gemacht. Haben hier die Hohlschraube und 2 neue Dichtungen. Auch hier ist es so, Dichtungen könnt ihr euch angucken und wenn die in Ordnung sind, kann man die weiterverwenden. So, das ziehen wir auch mit dem Drehmomentschlüssel an. So, die Hohlschraube. Ich habe hier das eigentliche Ventil rausgedreht. Wenn ihr das nicht macht, braucht ihr eine Langnuss. Ansonsten nehmen wir hier einfach eine 13er Nuss und machen das Ganze fest mit 18 Newtonmeter. So, und dann können wir hier unser Ventil einsetzen. So, jetzt gehen wir nach oben an den Lenker. So, hier haben wir unseren Ausgleichsbehälter für die Kupplungsflüssigkeit. Der ist außen schon ziemlich versifft. So machen wir den mal hier außen so ein bisschen sauber. Genau. Leer ist er. Und dann können wir den mit einem Wattestäbchen unten, weil in den Ecken, in den Kanten ist dann doch noch Abrieb, können wir den mit dem Wattestäbchen ausputzen. So, und wenn wir kein Wattestäbchen haben, so wie ich jetzt, nehmen wir einen Lappen, schlagen den um den Schraubenzieher und putzen damit schön die Ecken und Kanten raus, dass das ganze Ding einigermaßen sauber ist. So, dann haben wir auch hier eine Gummimembrane und ein Abschlussteil. Und dieses Abschlussteil hat hier außen Führungen.
Hier sind so kleine Führungen dran auf beiden Seiten. Die müssen dann auch hinter die Führung am Deckel. So. Und dann sitzt es hier drin und kann mit dem Deckel, also mit dem Abschlussdeckel, mit diesem verschraubt werden. So, das machen wir jetzt aber nicht, weil wir noch befüllen wollen. Auch bei der Membrane, die man gerne runterfallen lässt, ist es so, dass man die überprüfen kann, ob die noch in Ordnung ist, dass die Auflageflächen auch schön sind, noch alles passt. Und dann können wir die auf die Seite legen. So, und weil ich ja vorhin gesagt hatte, wir gucken uns mal die Unterschiede an von der alten und der neuen Kupplungsflüssigkeit. Und da kann man also eigentlich hier schon ganz klar erkennen, in dieser hier ist die alte Kupplungsflüssigkeit und in der hier ist die neue. Ja, also man sieht da schon ganz schön den Unterschied farblich. Das heißt, es hat sich da was getan. Es gibt Abrieb, es gibt Verschmutzungen hier drin, auch im Behälter. Und das ist der Grund, warum ich sage, dass man diese Hydraulikflüssigkeit, die im Übrigen auch einem Alterungsprozess unterliegt, wenn sie mit Sauerstoff zusammenkommt, und das tut sie in jedem Fall, und insofern kann man die auf jeden Fall auch austauschen. So, das zum Unterschied zwischen alt und neu. Und wir gehen jetzt wieder nach unten ans Fahrzeug. Ich habe mir meine Spritze, das ist diese hier mit dem Schlauch, die habe ich mir vorbefüllt mit neuer Hydraulikflüssigkeit. Und was ich jetzt mache, ist, ich stecke hier den Schlauch auf den Nippel. Der Nippel ist nur lose angelegt. Dann nehme ich mir hier als Sicherheit einen Kabelbinder. Den mache ich hier außen rum, dass ich den Schlauch da ein bisschen fixieren kann, dass der nicht wieder runterrutscht. Es muss also ein relativ dünner Kabelbinder sein. So. Da wird ja schon ein bisschen Druck drauf geben. Um so wenig wie möglich Luft da auch noch hineinzubringen, habe ich jetzt im Prinzip den Schlauch vorgefüllt, die Luft entlassen. Da kann ich hier ein bisschen aufdrehen und kann jetzt über die Spritze hier die Flüssigkeit ins System bringen. Dann hört man, dass oben Luft entweicht. Wenn es oben zu viel wird, müssen wir oben ein bisschen wegnehmen. Bleibt die irgendwo? Hier bleibt sie. So, wenn wir oben rausgenommen haben, können wir hier weiter befüllen. Man hört also oben im Ausgleichsbehälter Luft kommen. So, machen wir hier zu. Dann gucken wir nochmal, ob wir einen Druckpunkt haben. Jawohl. So, haben wir einen Druckpunkt. Perfekt. Erster Gang eingelegt. Hier geht nichts. Und Kupplungsziehen geht. Passt. Wunderbar. So, und das Ganze können wir, ohne die Spritze nach unten zu lassen, ein paar Mal wiederholen. Dann hat man hört man oben nichts mehr und der Gegendruck ist extrem. Und dann können wir das Ganze hier zudrehen und kontrollieren nochmal oben. Das passt. Perfekt. So, dann machen wir hier zu. So haben wir zu. Machen wir gleich mit Drehmoment. Dann machen wir uns hier den Kabelbinder weg. Genau. Können die Spritze dann nach unten hängen, ein bisschen ziehen an der Spritze, dass wir das restliche frische Flüssigkeit. So, jetzt machen wir die Schraube noch mit Drehmoment fest, dann ist gut. Wir machen hier 7 Newtonmeter auf dem Drehmomentschlüssel. Für die Entlüfterschraube reicht vollkommen. So, und dann können wir hier die Abschlusskappe drauf machen. Und dann ist hier erstmal alles soweit in Ordnung. Ihr könnt das Ganze noch ein bisschen sauber machen hier außenrum, dass das keinen Dreck anzieht. Klemmen uns hier wieder die Leitung in die vorgesehene Halterung. Und dann passt das alles und dann sind wir hier unten
komplett fertig. Ihr könnt Federbein schon wieder einbauen und alles schick machen und dann passt das. So, bei der ganzen Aufgabe ist es so, dass der Lenker geradeaus steht und das Motorrad auf dem Hauptständer steht und damit ist der Ausgleichsbehälter gerade. Das heißt, wir können den Flüssigkeitsstand optimal einstellen. BMW gibt vor, bei einem neuen Kupplungsbelag gibt es hier eine Markierung Maximal und Minimum. Da ich hier bei der Kupplung, ich kenne den aktuellen Kupplungszustand nicht, weil ich nicht geguckt habe, habe ich die Füllmenge, die vorher drin war, also bevor ich es getauscht habe, habe ich gemessen sozusagen am Behälter und genauso stelle ich es auch wieder ein. Und wenn jetzt eine neue Kupplung drin wäre, dann ist es so, dass man es zwischen Maximal und Minimum in der Mitte auffüllen muss. Also genau in der Mitte ist nochmal eine Linie auf der linken Seite vom Behälter. Und das habe ich jetzt hier schon gemacht und damit ist diese Sache da auch schon erledigt. Also ich denke, das Prinzip ist rübergekommen. Von unten die Kupplungsflüssigkeit reinpumpen, man hört es oben am Behälter, wenn da Luft austritt, das geht eine ganze Weile. Das heißt, oben immer wieder ein bisschen abziehen, so wie ich das gezeigt hatte, und unten nachfüllen. Ihr braucht die Kupplungsflüssigkeit dann, die ihr oben reinfüllt, auch nicht, ja zumindest die zweiten und die dritten Füllungen nicht entsorgen oder so, sondern die könnt ihr einfach weiterverwenden und wieder durchpumpen, bis die Luft letztendlich, die es natürlich ein bisschen schwieriger hat, herauszukommen, weil sie eben über ein Loch, also es wird über ein Loch befüllt und über ein Loch entlüftet sozusagen. Die Luft steigt aber logischerweise nach oben. Oben ist ja offen, das heißt, sie kann oben entweichen. Das geht ein paar Mal hintereinander und irgendwann habt ihr dann auch euren Druckpunkt und dann passt es auch. Müsst ihr das jetzt bei euch unbedingt machen? Das ist die Frage, die sich jetzt vielleicht einige stellen. Wenn man sich das kleine Ausrücklager anschaut, was für ein Dreck ich da rausgeholt habe, dann denke ich persönlich, es ist nicht verkehrt, wenn man das sauber macht und mit einem adäquaten Fett wieder schmiert. Den Kupplungsnehmerzylinder zu zerlegen, kann man machen, wenn man die gesamte Kupplungsflüssigkeit erneuert, um das einfach zu reinigen. Weil das Gleiche, was oben im Ausgleichsbehälter drin ist, dieser schwarze Belag in den Ecken, der ist auch im Kupplungsnehmerzylinder drin. Das heißt, den nicht aufzumachen, macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, ne, wenn man das richtig machen will. Wenn man nur das Lager reinigen und schmieren will, braucht man natürlich die Kupplung nicht öffnen, die Kupplungsbetätigung nicht öffnen. Das heißt, man kann das rein theoretisch alles so lassen, das kann man von außen machen. Die Leitung ist so flexibel, dass man eben da gut hinkommt, um zumindest dieses kleine Lager, was schon sehr, sehr wichtig ist. Das war auch bei den alten Modellen ein großes Problem, dass man das eben sauber macht und schmiert, solange es noch funktioniert. Ja, das kann man ja relativ gut testen. Ansonsten, ja, man muss das natürlich nicht machen, ganz klar. Man muss das nicht machen. Man kann das so lassen, wie das ist. Man kann darauf vertrauen, dass es wartungsfrei ist, dass es nur begutachtet werden muss. Ja, passt, kann man machen, muss man aber nicht. Und ich habe das eben an diesem Fahrzeug jetzt genau so gemacht und habe diese Flüssigkeit ausgetauscht. Und ihr habt ja gesehen, im Unterschied alt gegen neu, dass es da schon einen Unterschied gibt. Und insofern kann es nicht verkehrt sein, einfach diese Hydraulikflüssigkeit zu tauschen. Wird in anderen Bereichen auch gemacht, wo Hydraulikflüssigkeit eingesetzt wird. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ja, Herr Müller, natürlich, Ihre Kupplungsflüssigkeit ist getauscht, das kleine Lager ist geschmiert. Es ist alles wieder so wunderbar, es funktioniert alles wieder perfekt, so wie das sein soll. Und ja, die Arbeit ist abgeschlossen. Kleinen Moment noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst einfach ein Like oder schreibt einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Ja, und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Schauen wir mal, was wir da für ein Thema haben. Bis dann. Ciao. Herr Müller? Ja, genau. Ist also alles perfekt gelaufen. Wunderbar. Ich bin so froh, dass das endlich erledigt ist von der Kupplung. Jetzt kann es endlich wieder losgehen.